Moin Moin, mein Name ist Genre und herzlich willkommen auf dem Kanal Wooden. Ich will heute über meinen iMate sprechen. Ich habe den fast 2 Monate im Dauerbetrieb und was mir damit passiert ist, was ich cool fand, was nicht so cool war, welche Filamente gut funktioniert haben, welche Filamente du lieber die Finger von lassen solltest, das erkläre ich dir alles in diesem Video. Und vorab, das sind lediglich meine Erfahrungswerte. Das heißt nicht, dass das irgendwie in Stein gemeißelt ist. Es kann natürlich sein, dass ihr auch einen iMate habt oder einen anderen Drucker und ganz andere Erfahrungswerte gesammelt habt, besonders bei den Filamentsachen, dass ihr sagt, ich benutze das jeden Tag und es funktioniert einwandfrei. Das kann natürlich alles sein. Ich, wie gesagt, spreche hier nur aus meiner Erfahrung und wollte diese mit euch heute teilen. Kommen wir einmal zu dem Einlegepad hier. Das Ganze wird auf Magneten gehalten, was ich wirklich gut finde. Das Ganze kann dann hier rausgenommen werden, das kann gebogen werden und das Teil kann damit gut abgelöst werden. Der Hersteller sagt, okay, wenn du diese Struktur nicht verwenden möchtest, sondern du möchtest mit einem Klebestift arbeiten, dann kannst du das Ganze umdrehen. Deswegen sieht man hier auch überall Klebespuren. Das Ganze kannst du also umdrehen und dann den Klebestift verwenden und die Teile hier drauf ausdrucken. Ich musste das sogar mit dieser Seite bei einem Silk PLA machen, da das Silk hier nicht mehr drauf gehaftet hat. Ich weiß nicht wieso. Dann habe ich das Ganze umgedreht, habe hier mit einem Klebestift gearbeitet und dann hat das Ganze wunderbar funktioniert. Was dann aber passiert ist, ist auch ein wenig nervig gewesen, denn drehe ich das Ganze so um. Schaut mal, wenn ich hier 2 Finger nehme, kann ich das Ganze so verschieben. Also die Magnethaftung ist nicht mehr so stark. Drehe ich das Ganze so rum, ist die Magnethaftung viel, viel stärker und ich kann das nicht mit 2 Fingern verschieben. Ihr seht hier, fängt das ganze Ding an zu wackeln. Das bedeutet, wenn der Druck irgendwie nicht hundertprozentig läuft und ich mal da irgendwie so eine kleine Nase oder irgendwas habe, was dort verschmolzen ist, dann verrutscht mir sofort das Pad und der ganze Druck ist im Eimer. Die Haftung war manchmal auch so gut, besonders bei ASA, dass das Ganze also ich habe das Ganze mit einem Spachtel versucht abzulösen und bin dann wirklich hier unter diese Beschichtung gekommen. Das ist mir nicht nur einmal passiert, ich habe 2 dieser Pads kaputt gemacht. Jedes Pad kostet mich jedes Mal 18 Euro, war echt nervig und ich habe gedacht, Mensch, bin ich zu dumm, das hier irgendwie abzulösen. Habe dann ein paar YouTube-Videos geguckt und ich war nicht der Einzige, dem das passiert ist. Also nachdem mir das erste Mal passiert ist, da habe ich natürlich extrem aufgepasst, dass das nicht nochmal passiert. Und trotzdem ist es mir wieder passiert. Hier oben zum Beispiel eingerissen. Also das haftet dann so extrem gut drauf, dass du es nicht mehr runterkriegst. Dann hatte ich gedacht, komm, bei dem anderen Pad machst du hier ein ganz klein bisschen Öl drauf, wischst es wieder runter, damit es nicht ganz so gut haftet, damit da so ein ganz kleiner Fettfilm drauf ist. Dann ging es gar nicht mehr. Also wieder mit Isopropanol gereinigt manche Materialien halten zu gut, manche halten gar nicht. Selbst mit dem Umdrehen und dann den Klebestift verwenden, war das mit dem Rutschen ein bisschen suboptimal. Ich hatte sogar ab und zu den Fall, dass das Pad mir verrutscht ist, wo das Ganze so rum drin war. Dann bin ich morgens gekommen und dann war das Ganze hier irgendwie so, weil er das verrutscht hat. Also habe ich angefangen, die mitgelieferten Klammern zu nutzen. Das sind diese hier. Dort habe ich dann immer gewartet, bis er die erste Linie, der zieht hier immer so eine erste Linie und dann geht er rüber zu den Druck. Habe ich gewartet, bis er das gemacht hat, damit der Druckerkopf oder der Extruder, der heiße, hier nicht irgendwie gegen diese Klammer fährt. Und dann habe ich das Ganze hier links und rechts einmal festgeklammert, um das Ganze zu stabilisieren. Das hat auch wirklich geholfen, ein paar Mal oder beziehungsweise wenn ich die Klammer verwendet habe, ist es mir nicht mehr verrutscht. Also ich würde euch raten, vielleicht entweder, wenn ihr euch hierfür entschieden habt und euch das auch schon mal passiert ist, irgendwas zu bauen, was hier dann so eine kleine Kante hat, links und rechts und vielleicht auch hinten und vorne, sodass das Pad gar nicht mehr verrutschen kann. Das habe ich überlegt, halt irgendwelche Klammern zu drucken, die aus Material, die dort hitzebeständig sind, vielleicht aus Nylon und das Ganze dann hier irgendwie dran klemmen oder drunter setzen, damit das Ganze nicht mehr verrutscht. Das nächste Problem, was mir passiert ist und
wo ich mich echt geärgert habe. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir bestimmt 5-mal passiert. Denn ich habe in diesen 2 Monaten fast 10 Kilo Filament verballert. Der Druckerkopf oder beziehungsweise die Rolle sitzt hier oben. Das Ganze wird hier eingeführt. So, und jetzt fährt der Druckerkopf hin und her. Die engste Distanz ist natürlich irgendwo hier und die weiteste Distanz ist irgendwo hier. So, was jetzt passiert, der zieht das Ganze nach vorne, und was mir dann passiert ist, als er dann wieder zurückgefahren ist, ist, dass dieses Filament so hier rausgegangen ist dann hier über die Rolle gesprungen, so wie es jetzt passiert, und dann ist er wieder nach vorne gefahren. Und dann hat er sich hier verhakt. Irgendwann kann er sich nicht mehr bewegen, weil das Filament, was hier ist, dann aufgebraucht ist, knarrt und reißt hier oben ab. Das heißt, der versucht die ganze Zeit nachzuschieben, das funktioniert nicht, die Hitze läuft weiter, entweder reißt es ab oder der Druckerkopf bewegt sich gar nicht mehr und die ganze Düse verschmilzt, alles im Arsch. Ich habe das Ding bestimmt schon 5-mal auseinandergebaut. Und das passiert immer, oder beziehungsweise ist das immer passiert, wenn die Rollen gerade neu sind, ziemlich voll sind, dass der dann hier oben rüber springt. War total nervig. So, ich packe das mal wieder hier zurück. Was auch passiert ist, und das war sehr, sehr komisch, dass das auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich war. Er hat irgendwann, selbst wo es sich nicht verhakt hat er hier gezogen und dann hat sich das nicht mehr weitergedreht. Also es hat sich nicht mehr abgerollt. Es hat richtig geknarrt. Ich musste wirklich mit der Hand einmal hier so drücken, damit sich das gelöst hat. Das war wirklich von Rolle zu Rolle unterschiedlich. Das Filament von Prusa, das hat das nicht gemacht. Da habe ich insgesamt 3 Kilo verballert, also gedruckt. Das hat niemals geknarrt. Bei dem Filament von, wo ist das jetzt her, dasfilament.de ist das passiert, bei den günstigen ist das passiert, also bei eigentlich jedem Filamenthersteller, außer bei Prusa und Polymaker. Diese beiden Rollen liefen sauber runter, es hat sich nie verhakt, da ist nichts passiert. Natürlich kann das sein, dass ich jetzt einfach nur schlechte Rollen hatte, aber es ist schon sehr, sehr komisch, dass das hier so knarrt und fest sitzt. Das bedeutet eigentlich für mich, auch wenn das ist mir wirklich oft passiert, dass ich das Ganze hier von der Konstruktion ändern müsste. Die Rolle darf eigentlich nicht so sitzen, wie sie sitzt. Ich habe hier schon diesen Schlauch gekürzt, weil der war sehr, sehr lang, der ist bis hier nach oben gegangen. Durch das Kürzen dieses Einfuhrschlauches ist das Ganze besser geworden, aber noch nicht optimal. Aus dem Grund habe ich mir jetzt hier mal so eine Umlenkrolle bestellt. Die gibt es im Fahrradbereich, die kostet 10 € und die kann hier links, rechts schwenken und dann kann ich den Draht quasi hiermit einmal umlenken, dass der nach unten zeigt. Und ich werde mir irgendeine Konstruktion überlegen, wo die Rolle halt irgendwie an der Seite ist. Hier kann das nach links und rechts schwenken, dass der hier auch wirklich immer den ganzen Bereich abnimmt, ohne dort falsch zu ziehen und das Ganze dann umgelenkt wird von einmal so und dann nach unten. Das heißt, egal wo der Druckerkopf hinfährt, das Rüberspringen passiert nicht mehr und das Abrollen ist auch leichter. Und dann knarrt das Ganze nicht und hängt auch nicht fest. Wenn die Konstruktion fertig ist, werde ich euch das auf jeden Fall nochmal zeigen, wie ich das gebaut habe. Ich habe euch ja eben gerade grob erklärt mit der Umlaufrolle hier, was ich grob vorhabe, um das Problem mit dem Festsetzen des Filaments zu lösen. Auch das Problem mit der Platte hier unten, da gibt es auch eine Alternative. Das habe ich nicht erwähnt, aber das erwähne ich euch oder zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz. Die Platte von Prusa, die ist wesentlich besser. Die kostet 40 €, die passt von der Größe fast komplett drauf, also von der Tiefe her passt sie, von der Länge her oder von der Breite her nicht ganz. Dort ist sie ein Tick schmaler, aber die sitzt fest hier drauf. Diese Platte hat wirklich den Vorteil, der erste Layer, also natürlich muss ich das alles neu einstellen und konfigurieren und gucken, dass der erste Layer passt, aber die Haftung auf dieser Platte ist viel, viel besser im warmen Zustand. Und das Faszinierende ist, sobald das abkühlt, kann ich das Teil ohne großen Kraftaufwand runternehmen. Also ich weiß nicht, was das hier für eine Zusammensetzung ist, ich weiß nicht, was die Leute hier von Prusa gemacht haben, aber mega geil, funktioniert viel besser als die Originale. Wenn man damit leben kann, dass man links und rechts so ein bisschen Platz verliert, dann würde ich dazu raten, die auf jeden Fall hier reinzulegen. Und ich habe mir auch
den Drucker von den Leuten oder von Prusa bestellt, den MK3 S Plus oder wie er heißt. Weil ich habe mir gedacht, wenn das Filament schon so geil ist, die Platte schon so geil ist, dann muss der Drucker ja auch geil sein. Und natürlich will ich die gar nicht miteinander vergleichen. Wir reden hier habe ich 360 € netto für bezahlt und bei Prusa, den habe ich mir komplett zusammengebaut, jetzt bestellt, weil ich keinen Nerv und Zeit habe, keine Zeit dazu habe, das Ding aufzubauen. Da bezahle ich 1000 €. Also das ist fast 3-mal so viel. Das heißt, wir dürfen hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und ich wollte dieses Video einfach nur mal machen, wenn ihr sagt, hey, ich will mir diesen iMate kaufen, was kommen da eigentlich oder können da für Probleme entstehen und was hast du eigentlich für Alternativen? Und dieses Pad ist definitiv eine Alternative zu dem Original. Kommen wir jetzt einmal zu dem Filament. Ich habe auch da ganz viele YouTube-Videos geschaut und ich kann nur sagen, dass das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr stark druckabhängig ist. Hast du diesen iMate nicht und ich rate dir jetzt zu den und den Filament, dann kann das sein, dass das Ganze bei dir nicht funktioniert. Also ist das eher so eine Sache wie Try and Error. Und das Ganze ist natürlich ja, ein bisschen nervig. Ich glaube, die Ratschläge, die ich dir heute oder meine Erfahrungswerte, die ich dir heute teile mit dem Drucker, da hast du so eine Richtlinie, ob das eventuell bei dir auch klappen könnte oder nicht. Man muss immer im Hinterkopf behalten, das ist ein sehr, sehr günstiger Drucker und ich glaube, je besser das Filament ist oder je besser die Zusammensetzung, je wahrscheinlicher ist es auch, dass das mit einem günstigen Drucker funktioniert. Das bedeutet, wahrscheinlich, wenn du ein schlechtes Filament hast und einen guten Drucker, wird das Ganze vielleicht auch funktionieren, aber je günstiger dein Drucker, je besser muss das Filament, glaube ich, sein, damit das Druckresultat halt immer noch gut ist. Kommen wir zu den Filamentrollen, die ich getestet habe. Ich habe hier ein ASA von Amazon. Das heißt Frontier Filler 3D Filament. Das verlinke ich euch. Das ASA hat eigentlich ganz gut geklappt. Also der einzige Nachteil, was hier bei diesem ASA-Filament war, ist, dass die Haftung eigentlich zu gut auf dem Pad war, auf dem Original-Pad. Summa summarum würde ich sagen, das Wrapping, das hat sich in Grenzen gehalten. Natürlich bei großen Flächen ist es passiert. Es hat aber was damit zu tun, dass das Heizpad hier nicht perfekt heizt. Das bedeutet, je größer das Teil ist, je größer ist natürlich auch die Differenz zwischen den Temperaturen. Das habe ich gemerkt, bei sehr, sehr großen Flächen, die ich hier drucken wollte, hat sich das extrem gekrümmt bei ABS oder ASA. Bei kleineren Flächen ging das wunderbar. Aber wenn du sagst, hey, ich will diesen iMate hier haben und ich habe auch vor, die ganze Fläche zu nutzen und große Flächen und ich will ABS drucken, ich würde sagen, vergiss es, das krümmt sich alles viel zu viel, weil das Heizbett nicht perfekt ist und die Temperaturdifferenzen viel zu groß sind. Selbst mit geschlossenem Gehäuse. Alles gemacht, alles probiert. In dem ersten Video, was ich gemacht habe zu dem iMate, ich habe das Gehäuse geschlossen und versucht zu drucken. Dazu sage ich gleich auch nochmal was mit dem geschlossenen Gehäuse. Aber das ASA funktioniert bei kleinen Teilen, bei großen biegt sich das alles ein bisschen zu viel. Was ist klein, was ist groß? Ich würde sagen, so alles bis 10 x 10 cm in der Fläche funktioniert gerade noch so. Alles, was ein bisschen größer ist oder außerhalb am Rand positioniert wird, funktioniert nicht mehr so gut. Das heißt, wenn du was in die Mitte stellst, geht das. Wenn du es irgendwo am Rand hinstellst und drucken lässt, geht das Ganze nicht mehr. Hier habe ich einen Silk Kupferfarben von filamentworld.de. Und ich werde hier von niemandem gesponsert oder bezahlt. Ich habe diese Rollen alle selber gekauft. Das sind lediglich meine Erfahrungswerte. Hat nicht gehaftet auf dem Originalpad, habe ich dann auf dem Prusa-Pad ausprobiert, funktioniert wunderbar. Mit Glue Stick, also mit diesem Klebestift, funktioniert das Ganze auch gut. Die Druckresultate mit diesem Filament waren wirklich sehr gut, sah alles sehr, sehr cool aus. Ich kann euch das gleich mal nochmal auf einer Mütze zeigen, da habe ich ein Logo gedruckt, wird es als Merchandise bzw. Fanartikel in meinem Online-Shop geben. Hier ist zum Beispiel eine Mütze, die ich gedruckt habe und das sieht ganz ordentlich aus mit dem Logo hier. Das ist wirklich cool geworden. Dann habe ich hier noch ein anderes PETG von dasfilament.de. Von der Bestellung her, von dem Prozess her, alles wunderbar, sehr schnell gekommen. Was ich hier sehr, sehr gut finde ist, hier steht drauf, was die Rolle wiegt, also was die Spule wiegt und was die Rolle wiegt.
Finde ich sehr, sehr, sehr hilfreich, weil manchmal habe ich gedacht so, hey, sind das jetzt noch 100 Gramm, 200 Gramm, die ich da drauf habe oder nicht? Ich weiß es nicht und sollte ich das jetzt laufen lassen? Ich habe nämlich nicht mehr schwarz da und hier steht direkt drauf 215 Gramm Spule, 800 Gramm Filament, also insgesamt 1 Kilogramm. Das bedeutet, ich lege das Ganze drauf, rechne es kurz aus, weiß noch, wie viel Gramm ich auf der Spule habe. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich. Wenn ich irgendwann mal, und ich bin mit ein paar Herstellern im Gespräch, Filamente auch auf meiner Webseite anzubieten, wo ich der Meinung bin, dass sie wirklich gut funktionieren, dann werde ich das auch definitiv auf meine Spulen draufsetzen oder draufsetzen lassen, damit man halt einfach weiß, wie viel Gramm man dann auch auf der Spule hat. Das Druckresultat mit diesem Filament, mit dem PTEG, das war gut. Das war nicht so gut wie von Prusa, aber das war gut. Das hat ein bisschen mehr Fäden gezogen als das von Prusa. Aber summa summarum, wie das rausgekommen ist, wie das Endresultat nachher mit dem Filament war wirklich in Ordnung. Also das würde ich auf den Platz 2 stellen von meiner Rangliste. Jetzt kommt das letzte und meiner Meinung nach auch ziemlich cool und auf Augenhöhe mit Prusa. Ist sehr teuer, aber die Jungs vom Polymaker, da muss ich ein, zwei Sachen zu sagen und da werde ich auch nicht von bezahlt oder sonstiges. Ich habe jetzt diesen Donnerstag ein Meeting mit Polymaker. Das ist der Herr Niklas und der sitzt in, glaube ich, Sydney. Mit dem werde ich einmal darüber reden, was meine Erfahrungswerte sind, was ich cool fand, was vielleicht nicht so cool ist. Und obwohl es so eine große Firma ist und mein YouTube-Kanal ziemlich klein und pissig ist, setzen die sich mit mir zusammen und reden mit mir darüber. Ich würde gerne mit denen kooperieren und deren Sachen auch bei mir mit in den Shop anbieten, weil die machen ein, zwei Sachen wirklich richtig, richtig geil. Und zwar fangen wir mit der Rolle an. Hier auf der Rolle ist einmal die Meterzahl abgebildet und einmal die Grammzahl. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Das heißt, ich brauche gar nicht wissen, wie schwer diese Rolle ist. Ich sehe ungefähr, wie viel Gramm hier drauf ist. Also das wünsche ich mir auf wirklich jede Rolle. Das zweite ist natürlich, dass die hier auch kleine Batchnummer drauf gedruckt haben. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, denn wenn du Ärger hast oder wenn du sagst, das und das hat nicht funktioniert, dann fragen die dich nach der Batchnummer. Die schreibst du auf und dann sagen die sich, okay, jetzt gucken wir mal in der Produktion, wenn das häufiger passiert ist, um sich zu verbessern. Das habe ich auch nicht bei irgendwelchen anderen Filamentherstellern gesehen. Ich sehe hier vielleicht irgendwo eine Nummer drauf, ich weiß aber nicht, was das für eine Nummer ist, aber hier ist es ganz klar gekennzeichnet. Das heißt, diese Jungs wollen meiner Meinung nach wahrscheinlich irgendwann mal der beste Filamenthersteller der Welt werden, weil die an sich arbeiten und weil die da ganz klar diese Batchnummer drauf drucken. Ein nächster Punkt ist, dieses Nylon ist abartig stabil. Also die Rolle ist auch sehr, sehr teuer. Ich glaube 750 Gramm haben 50 Euro gekostet, aber ich habe noch nie irgendwas Stabileres ausgedruckt. Ich würde damit gerne nochmal irgendwie in ferner Zukunft mal wirklich einen Bruchtest machen, schauen, verschiedene Rohlinge ausdrucken und zu gucken, wie viel stabiler das Ganze ist. Aber das Nylon von denen ist wirklich richtig, richtig geil. Also wenn ihr super stabile Teile drucken wollt und die müssen was aushalten, dann kann ich euch das nur ans Herz legen. Das ist Polymed COPA, also das normale Nylon. Die haben das nochmal noch Carbon verstärkt. Dann ist das nochmal ein Ticken teurer und noch stabiler. Die machen meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job. Die haben auch ganz normales PLA, die haben auch ganz normales PETG. All diese Filamente werde ich nochmal testen, weil einfach auch die Beschreibung auf der Webseite, man merkt einfach dort, dass die einfach sehr, sehr viele Chemiker im Haus haben. Also die brechen es runter auf die chemikalische Zusammensetzung. Die erklären dir, warum, wieso, welche Eigenschaften sich wie auswirken. Und das ist alles in dieser Produktbeschreibung. Ich weiß, dass das für die meisten Endverbraucher viel zu technisch ist und zu komplex. Den interessiert das gar nicht. Der sagt sich, ey, gib mir die Rolle, ich teste die und die funktioniert oder nicht. Das zeigt aber für mich, dass diese Jungs sehr, sehr kompetent sind, weil sie das runterschreiben. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf das Meeting und freue mich da schon drauf, meine Erfahrungen mit denen zu teilen und zu schauen, ob man da irgendwie kooperieren kann. Polymaker, genauso wie von Prusa, für mich definitiv eine Marke, wo ich sagen kann, damit macht ihr nichts falsch. Wirklich sehr, sehr geiles Filament. Das
PLA und das PETG ist auch im Preisrange. Das ist sogar, das PETG ist günstiger als von Prusa. Und wenn ihr euch dafür entscheiden wollt, dann kann ich das, wie gesagt, nur ins Herz legen. Ich hoffe, dass ich diese Jungs da überzeugen kann, dass ich deren Filament mit auf meine Webseite nehmen kann, dass ihr es auch über mich beziehen könnt und auch dort einen guten Preis kriegt. Wir werden sehen. Fassen wir mal kurz zusammen. Das Pad, was man hier draufsetzt, kann ein Problem sein. Haftung entweder zu stark oder zu gering. Magnethaftung ist auch nicht so pralle, das Pad kann wegrutschen. Alternative ist das Prusa-Pad. Bei der Rolle oben, die Positionierung, ist auch suboptimal. Entweder hängt das Filament zu sehr da dran und hängt fest und kann sich nicht mehr bewegen, oder durch das Verfahren springt das Ganze über die Spule, verwickelt sich, reißt dann den Kopf ab oder das Filament ab. Der Extruder läuft natürlich weiter, wenn man das Ganze über Nacht laufen lässt, heizt sich auf, das verstopft alles, ihr habt ein Riesentheater und müsst das Ganze auseinanderbauen. Mir zweimal passiert. Und deswegen die Position der Rolle würde ich euch irgendwie raten, nehmt, es gibt diese Abroller, guckt, dass ihr irgendwie eine Umlenkrolle oder sowas positioniert. Wenn ich die finale Lösung habe, wo ich sage, hey, das funktioniert recht gut, dann werde ich das natürlich nochmal filmen und mit euch teilen. Zum Filament kann ich euch sagen, wenn ihr das Filament Prusa verwendet oder das Filament von Polymaker, macht ihr definitiv nichts falsch. Das sind die beiden teuersten, aber meine Erfahrungen waren, das sind die beiden besten Filamente. Das Filament.de oder wie die Seite heißt, ist auch nicht schlecht. Das war auf Platz 2 für mich, und danach kamen halt die Amazon-Sachen. Bei dem PETG von Amazon, da gab es irgendwie 1900 oder 2000 positive Rezensionen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich weiß nicht, was die daran feiern an dem Filament. Ich habe für das PETG, glaube ich, irgendwie 16 Euro bezahlt. Es hatte nur positive Bewertungen und am Ende des Tages war das scheiße. Die einzelnen Layer waren nicht richtig verschmolzen. Innen drin, die Füllungen waren alle krüppelig. Das hat natürlich vielleicht was damit zu tun, dass ich das nicht perfekt eingestellt habe. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass mein Drucker nicht der teuerste ist. Aber ich will halt einfach nur meine Erfahrung teilen. Also von dem Filament, ich werde mir keins mehr billig von Amazon oder irgendwas bestellen. Das mache ich nicht mehr. Das war halt zu den Filamenten. Als Fazit oder als Abschluss zu sagen zu dem iMate: Man muss halt irgendwie im Hinterkopf behalten, dass das Ding jetzt nicht der teuerste Drucker am Markt ist. Wenn ich das jetzt mit den anderen Drucker vergleiche, und ich sehe ja ganz oft zum Beispiel Anycubic mit Prusa verglichen. Anycubic kostet irgendwie 500 Euro, macht fast den gleichen Job. Manchmal druckt er sogar vielleicht Teile besser aus als der Prusa. Der Prusa läuft aber stabil und funktioniert ganz gut. Ich will gar nicht die einzelnen Drucker miteinander vergleichen, wenn sie nicht in derselben Preiskategorie sind. Denn ihr müsst entscheiden, okay, gebe ich dafür jetzt zum Beispiel, ich glaube, das waren 420 Euro brutto, 350 Euro netto oder sowas oder 340 Euro netto, aber gebe ich dafür jetzt 420 Euro aus und die S-Variante ist ja mit geschlossenem Gehäuse, kostet 500 Euro, oder gehe ich jetzt irgendwie, lege ich noch ein paar Euro drauf und bezahle dann ein bisschen mehr. Ich würde zum Beispiel, und ich habe jetzt hier die Gehäuse ja damals mal geschlossen, ich habe keinen Unterschied gemerkt zwischen geschlossenem Gehäuse und offenem Gehäuse. Das heißt, ich habe keinen Unterschied, also ich glaube nicht, dass da ein großer Unterschied ist zwischen iMate und iMate S. Im Gegenteil, wo das Gehäuse geschlossen war, habe ich gemerkt, dass diese Hitze dann nicht so geil kontrolliert wird und manchmal irgendwie konvergiert ist im Gehäuse und nicht irgendwie abgeführt werden konnte. Vielleicht ist bei dem geschlossenen Gehäuse beim iMate S irgendwo Lüftungsschlitze, wo das Ganze entweichen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schließe ich das Gehäuse, waren meine Druckergebnisse schlechter, als wenn ich es offen lasse. Jetzt werden vielleicht viele sagen, das ist totaler Bullshit. Ich kann euch nur sagen, wie meine Erfahrungswerte waren. Also ich mache diese Kappen oder dieses Gehäuse schließen, habe ich weggenommen, habe gesagt, okay, ich lasse das jetzt so. Und wenn ich dann das Ganze vergleiche mit dem Preis, ich finde das Gerät immer noch gut. Also versteht mich nicht falsch, auch wenn der hier und da Macken hat. Denn auch der Prusa zum Beispiel, den ich jetzt bestellt habe, da habe ich auch unzählige Videos gesehen, wo Leute sich aufregen und verschiedene Sachen passiert sind, wo die Düse verstopft ist, wo der Sensor nicht richtig funktioniert hat und. Ich glaube, diese 3D-Technologie ist halt noch nicht so weit, dass man wie bei einer Waschmaschine das Ding hinstellt und dann vielleicht, bei einer Miele-Waschmaschine zum Beispiel, 10 Jahre sorgenfrei die Wäsche waschen kann. Das
ist leider bei den 3D-Druckern noch nicht so. Oder wenn, dann ist man in einem Preisbereich, der noch nicht irgendwie konsumerfreundlich ist. Das bedeutet, wir reden dann hier nicht mehr von vielleicht maximal 500, 600, 700 Euro, sondern wir reden hier dann ganz schnell von 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Und dann reden wir von professionellen 3D-Druckern, die vielleicht der Heimwerker sich zu Hause nicht hinstellen würde. Ich finde das Gerät nach wie vor super. Und wenn jemand einen günstigen Drucker sucht und ab und zu mal kleine Teile ausdrucken möchte, ist das perfekt. Hier massig viele kleine Teile zu positionieren und die auszudrucken, das wird nicht funktionieren. Riesenteile, die maximale Fläche auszunutzen und dann vielleicht ABS zu drucken, geht auch nicht so gut. So, das war es auch wieder schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und aktiviert den Alarm, damit ihr in Zukunft solche Videos nicht verpasst. Kurz zusammengefasst würde ich nochmal sagen, der iMate ist ein toller 3D-Drucker für Leute, die sich vielleicht jetzt gerade mit 3D-Drucken beschäftigen wollen oder anfangen mit 3D-Drucken, aber nicht so viel Geld ausgeben wollen, die ab und zu mal ein paar kleine Teile ausdrucken wollen. Dafür ist dieser Drucker super. Wenn man ein bisschen mehr von der Performance erwartet und sich auch mal vielleicht größere Teile ausdrucken möchte oder vielleicht sogar mal in Serie mehrere kleine Teile ausdrucken will, dann ist der iMate, denke ich, nicht das richtige Gerät. Das ist nur meine Erfahrung. Ihr könnt ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, vielleicht habt ihr sogar diesen Drucker, was ihr dafür Erfahrungen gemacht habt, ob ihr das teilen könnt, was ich euch heute erzählt habe. Ob ihr das genauso seht oder nicht. Oder ob ihr vielleicht sogar noch mal einen anderen Filamenthersteller habt, den ich heute nicht genannt habe, wo ihr sagt, probier doch mal das Ding aus oder das Zeug aus. Damit habe ich super Erfahrungen gemacht. Würde gerne mal interessieren, was du davon hältst. Also gerne dann verlinken. Ich gucke mir das Ganze an und vielen Dank fürs Reinschauen. Bye, bye.